Du kannst vielleicht da parken an die Seite. Hallo. Alles klar. Ich komme mit. So, die sind angekommen. Wir haben was zu sagen. Wir fliegen in 2 Tagen nach Mallorca. Aber das erzählen wir gleich zusammen mit Christiane. Deswegen warten wir, bis sie dort einen Parkplatz findet. Und vielleicht können wir zusammen zu zweit ein bisschen was erzählen, was wir vorhaben jetzt. Große Überraschung. Na, wie geht's? Mama hat halt die Fresse zu mir gesagt. Oh, ist sie heute gemein? Sag mal. Uha. Ich habe mitbekommen, dass, wie heißt er? Dein Kumpel wollte mitfahren. Stimmt das? Lukas. Wieso kann er nicht mitfahren? Ich habe kein... Mama. No, Mama sagt ja, das ist kein Nein, Problem. Mama sagt nein. Mama sagt Wir erzählen gleich, was wir vorhaben. Ich war ein bisschen schneller heute, ne? Finde ich. So, was machen wir heute hier? Sag mal. Wir, warum machen wir okay. Oh, das ist ja mal ein Sportlichhaus heute, hä? Jetzt kann wir ein bisschen verraten, was wir hier machen. Ja, Roman, verrat uns mal. Erstmal. Was machen wir hier? Erstmal haben wir uns hier getroffen, weil ich wohne westlich von Hamburg, sie wohnt östlich von Hamburg. Das heißt, wir haben ganz genau in der Mitte getroffen. Ne? Ich bin hier mit dem Scooter gekommen, du bist mit dem Auto gekommen. Wir wollen jetzt zum Corona-Testzentrum. Warum wollen wir das machen? Nein. Sind wir ein bisschen sind wir infiziert oder so? Nein, wir wollen Was ist los? Wir wollen das fliegen. Und wenn wir nach Wir wollen fliegen. Ja, genau. Wo wollen wir fliegen? Wann wollen wir fliegen? Erzähl. Wir wollen übermorgen Sonntag ist Okay. es. Und wir müssen noch, bevor wir fliegen, müssen wir einen Corona-Test machen, weil Aha. das ist Bedingung. Sonst kommen wir nicht nach Mallorca rein, wenn wir einen negativen Test vorlegen können. Ist leider so. Ist so. Und der Spaß kostet, wir haben das inzwischen erfahren, das günstige Variante 80 Euro. Ja, Ne? rund, Gen- ne? Mit den Mit Daten dieser auf- Ausweisnummer Ja. natürlich, ne? Das ist so ein PCR-Test. Das ist die Voraussetzung von die deutsche Regierung. Das ist, ne? Spanische Regierung. Spanische Genau. Regierung, bevor wir dahin fliegen. Ne? Weil wir haben inzwischen erfahren, es ist wieder machbar. Natürlich viele Leute sind damit unzufrieden mit dieser Entscheidung von deutscher Regierung. Aber wir haben die Chance genutzt. Und Christiane hat gerade Urlaub bekommen. Das heißt, wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht wegen dieser Reise und haben festgestellt, okay, wir machen es mit richtig Vorsicht zu sein sozusagen. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Und wir haben gebucht in Mallorca. Wie heißt die Stadt? Cavalier. 4-Sterne- oder 5-Sterne-Hotel? Oh, habe ich vergessen. Was haben wir? Ich glaube Minimum 4-Sterne-Hotel. Ja, wie heißt 4 Sterne. Ja, Apartment, irgendwie so. Wir haben so ein Apartment, das heißt ein getrennter Schlafzimmer und Wohnzimmer. Und der Kleine da vorne natürlich schläft alleine im Wohnzimmer. Oder mit uns. Wir gehen kuscheln auf Oder wir küssen, genau. Ja. Das heißt, wir haben für die Reise bezahlt, leider nicht so billig. Stellt sie fest, mit diesen Reisensachen, wir haben gedacht, wir kriegen die Schnapper, aber ihr weißt bereits, alle schnappen auf die Mallorca-Reise, ein bisschen Freiheit zu leben. Das heißt, die Reise zwar zu dritt war, ja okay, war ein bisschen günstiger als sonst. Aber generell, Mallorca ist teuer, würde ich auch sagen. Das ist normalerweise nicht für meine Tasche. Ne? Aber okay, ich habe das gemacht gerne für Christiane, weil sie hat Urlaub und das ist der einzige Ort, wo man fliegen darf, Ja. ohne Quarantäne, wenn man zurück nach Deutschland kommt. Ne? So ist es. Deswegen machen wir das. Bisschen teurer mit diesen Testen sozusagen. Und wir haben noch zwischen erfahren, dass man, wenn man zurückkommt, auch wieder neue Regel, wenn man zurückkommt, man ist verpflichtet, nochmal den Test machen. Genau. Das heißt, entweder Reiseveranstalter organisieren das oder müssen wir wahrscheinlich von eigener Tasche wieder bezahlen. Wieder so. Das heißt, die kommen pro Person ungefähr 900 Euro, ne, für die Reise. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und wir haben natürlich vor, vieles noch zu machen, wegen eventuell so ein Quad oder so ein Jeep oder keine Ahnung. Aber das werden wir euch natürlich überraschen. Ist ein Genau. Abenteuer, ne? Genau, das wird der Fall. Wir freuen uns sehr. Ich bin nicht ängstlich, wenn es geht um Corona-Test, weil ich schaue meine Umgebung sozusagen und ich würde sagen,
Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich nicht angesteckt habe, weil ich habe wenig Kontakte mit Menschen. Du natürlich arbeitest in der Umgebung, da wo Menschen sind, aber ich kenne Christiane, sie passt richtig auf. Ne? Natürlich. Genau. Lucy ist natürlich auch sehr verantwortlich. Sie nimmt das auch seriös. Ja, wenn man ab und zu ein bisschen jemanden sieht mit ein bisschen Abstand, das machen wir alle. Aber trotzdem, sie ist schon sehr vorsichtig. Ne? So, jetzt die Jump. Oh, Nimm mich ich habe vergessen. Ich habe natürlich Angst jetzt, Na? Kamera mitzunehmen Ja. in dieses Zentrum. Ja. Ich möchte sagen, ich möchte uns selber aufnehmen Ja. bei der Test. Ja. Mal sehen, ob sie uns das erlauben, weil ich habe natürlich nicht vor, keinen anderen Menschen aufzunehmen. Warum könnte das Problem sein? Aber überrasche Sie sich nicht, falls Sie natürlich Probleme auch machen gleich. Ja, Ne? natürlich, klar. Frag einfach. Ich versuche es. Und wir wollen das gerne auf Video haben und uns selber sehen, wie wir getestet sind sozusagen. Ne? Ja, ja. Genau. Das heißt, Du darfst das eh nur für dich selber machen, ne? genau. Wir haben abgesprochen mit Christian, dass wir uns treffen hier nicht direkt von Flughafenplatz. Man muss schon ordentlich bezahlen. Hier ist gleich um die Ecke und den Zaun rum Möglichkeit, einfach kostenlos zu parken. Deswegen machen wir ein paar Meter weiter Spaziergang, aber haben wir einen kostenfreien Parkplatz. Ne? So ist es, ganz Ja. einfach. Bist du ein bisschen nervös von Naja, nervös nicht. Ich hoffe nur, dass alles glatt geht und dass wir unseren Test rechtzeitig bekommen. Und nervös bin ich sonst nicht. Nein? Und ich wollte nur gleich schon mal gucken, weil wir haben ja uns in dem Testzentrum angemeldet Ja, und schon mal unsere Daten hinterlassen und schon mal bezahlt. genau. Und das heißt, wir können mit dem Code, den wir bekommen haben, da gleich einchecken. Das heißt, ich sozusagen. muss gleich auf mein Handy rauf, Ja, auf mein E-Mail sehen. Oh, hier sehen wir den Flughafen von Hamburg. So, jetzt habe ich das Mikrofon leider weggenommen, weil wir gehen in diese Container da vorne. Man sieht es. Jetzt es ist zwar ein bisschen dunkel, aber da gehen wir rein. Und Christiane hat mir gesagt, wir haben uns angemeldet auf die Seite. Da wo werden heute die Proben sozusagen Ja. entnommen. Ne? das heißt Cetogen heißt das, glaube ich, ne? Was? Cetogen oder Cetogene, je Genau. nachdem, wie man es ausspricht. Und da muss ich jetzt auf mein E-Mail zugreifen. Und dann habe ich so ein, Ja. wie heißt das? So ein RQ-Dings da. Genau. Der wird hier abgescannt und dann sind wir gleich registriert und Genau. es geht schneller. Das heißt, ich gehe unter E-Mails. Ja. Okay, wir zeigen es. Hier haben wir diesen Code hier. Mit diesem Code kommen wir ohne Schlange sozusagen in dieses Testzentrum ohne jegliche Anmeldung und so weiter. Ne? Genau, wir melden an, dass wir da sind und dann gucken sie kurz. Und das Schöne ist, sie hat keine Arbeit mit uns, nur noch testen. Genau, wir müssen einmal kurz vorzeigen und dann geht's los. Und ich muss wahrscheinlich ich habe meinen Pass mitgenommen, falls Oh ja. die Namen vergleichen wollen. Ja, Ne? wir Wer müssen weiß. unbedingt unsere Ausweise dabei haben, genau. Wir sind hier abends angekommen. Welche Uhrzeit haben wir jetzt? Kurz nach 19 Uhr? Okay, noch, schätze ich mal. hier, man sieht, es ist langsamer wärmer. Wir haben heute 16 Grad, am wärmsten Tag heute. 26. März, heute ist das, ja? Okay, und dieses Zentrum ist hier. Ja, genau. Guck mal, das heißt, wir mussten auch nicht viel laufen. Genau, hier wird heute getestet. Da sind die Terminals da vorne. Und wir gehen jetzt rein zu diesem Testzentrum. Und hoffentlich kann ich das alles aufnehmen. Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre. Okay. Schon mal deine Maske? Äh? Deine Maske? So, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ja. Das ist ein bisschen komisches Gefühl. Jetzt noch, ich würde sagen, du gehst vor, weil die Fragen sind. Waren wir überhaupt gemeint? Identifizieren. Ich nehme dir das gleich ab. Ja, du bist dran. Ah, okay, mach mal. So, mein Lieben, wir sind durch. Wir haben leider versucht, warte, lass in der Licht bleiben. Wir haben versucht, einfach ein bisschen aufzunehmen, aber ich habe zweimal versucht, uns aufzunehmen während diesen ganzen Testings, aber Ist verboten. ist verboten. Genau. Das heißt, das war ganz easy. Wir dachten, die stechen diese, was war das? Stäbchen. Stäbchen in die Nase. Aber das war nur an die Seite, in der Rachen, sozusagen an meiner linken und rechten Seite. Das war ganz easy. Ja, ging ganz schnell. Die Prüfung viele
Identitäten sozusagen, wie sagt man das? Genau. Ja, man wird nochmal abgecheckt, wie Genau. ist deine E-Mail-Adresse, deine Adresse, dass man auch wirklich hier für sich kommt. Ne? Genau. Und jetzt, wir sind eigentlich durch ziemlich schnell. Ich habe ein bisschen gesehen, Lucy war ein bisschen ängstlicher auch. Ich auch am Anfang. Aber danach habe ich gedacht, locker. Du warst am besten so ganz locker, finde ich. Ne? Gut, auf jeden Fall, wir sind jetzt rausgekommen. Wie gesagt, und dann wollen wir jetzt Richtung Terminal da vorne, weil wir haben noch 2 Fragen. Wir sollen ja einen QR-Code bekommen, weil wir uns in Spanien angemeldet haben, dass wir dort kommen. Und die Frage ist zum Schluss, welche Sitzplatznummer haben Sie? Und die kriegt man ja erst, wenn man eincheckt, ne? Oder beim Boarding, wie auch immer. Und ob das nicht ein bisschen zu spät ist, wie man das jetzt so Stimmt, anstellt, sozusagen. man sollte 2 Tage vor der Abreise sich anzumelden. Ich habe heute Morgen versucht. Ich habe alles ausgefüllt, aber dann kam immer die Meldung, Sie müssen Sitznummer angeben. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen, wenn wir schon hier sind, einfach gehen wir zum Schalter, falls eine da auf ist, und fragen wir nach. Und ich habe trotzdem sowieso zweite Fragen wegen meiner Drohne und ganze Sachen, ob ich die eventuell in meinen Koffer einfach in großen Koffer rein tue und abhole in in Mallorca sozusagen. Ne? Ja, oder ob das mit Handgepäck möglich ist. Ne? Genau. Fragen wir mal. So, Ja. insgesamt war schön, nett und so weiter. Ja. Ready for the Reise. Und dann morgen um 19 Uhr, Sie haben uns versprochen, was? Ist der Test. Der Test, Das Ergebnis. Testergebnis da. Kann man abrufen. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt durch. Und jetzt machen wir noch ein bisschen kleinen Spaziergang und so Ja. weiter. Let's go. Warm heute. Ja, es ist ja nicht so kalt. Ich, ne? ich mag dieses Wetter. Man, heute, als ich hier gefahren bin, ich habe an die Seitenstraßen gesehen, wunderschöne Blumen. Wie Ja? heißt diese blauen Blumen, Dinger? Diese Kleinen Krokusse? Krokusse, ja, wie das alles toll aussieht. Mein Gott, Christiane. Ja. Da habe ich an dich gedacht. Dachte ich, sie guckt immer, ne, ob die da irgendwie Blumen wachsen. Ja. Genau, toll. Erste Zeichen, ne? So schön. Was glaubst du, in Spanien gibt es auch da in Mallorca exotische Pflanzen? Doch, ne? Oder ist das sehr europäisch? Also es ist ja mediterran, das Klima, und weiß ich, so tropische Pflanzen werden da wahrscheinlich nicht wachsen. Ne? Es sei denn, Okay. die haben ein paar Palmen dahingestellt und überstehen das Ganze, keine Ahnung. Okay. Aber so von Natur aus ist es ja nicht tropisch, ne? Da sehen wir die Terminal. Gleich gehen wir rein. Normalerweise, man kennt diesen Hamburg Airport Flughafen richtig busy, ne? Normalerweise, Ja, ne? hier ist eigentlich Das busy. ist einfach die Leere hier und die Ruhe ist. Du hast deine Maske schon auf, du musst kriegen. Maske, Lucy, bitte. Oh, hat sie. Okay. Wie leer. Wie immer. Hat sich nichts verbessert. Die letzten Monate. Gar nichts. Oh, Schalter sind an. Perfekt. Schalter sind an. Okay. Guck mal. Das heißt, wir können tatsächlich fangen. Lass uns an die Schalter. Oh, das ist der Schalter offen. Da ist eine Frau. Komm mit. Ja, why not? Perfekt. Komm. Trotzdem, ich fange weiter. Warte. Sie hat ein bisschen generalisiert, dass sie vor alle sagt. Ich fange noch an. Warte. Kein Problem. Du wolltest noch wegen deiner Drohne fragen, deswegen gehen wir Auch, auch auch. zum. So, was sollen wir hier gerade fahren? Christiane, erzähl mal. So, erstmal Mhm. kriegen wir Aha. den Sitzplatz, Ja. natürlich beim Check-in. Ja. Und dann können wir unsere Anmeldung auf Mallorca in Spanien beenden. Das heißt, wir kriegen diese Code kurz bevor wir unser Ticket bekommen, und da können wir einfach die Sitznummer angeben und dann kriegen wir diese Code sofort danach. Elektronisch, ne? Im Prinzip danach. Ob das sofort ist oder eine Stunde braucht, ist ja auch egal. Ne? Es kommt danach. Das ist ganz unproblematisch, haben wir uns hier gesagt. Genau. Ja. Und zweite Frage war, ob ich meine Drohne mitnehmen darf als Handgepäck. Weil die Drohne habe 3 Akkus generell, und die GoPro auch mit Akkus. Und das wollte ich nachfragen, und ich habe gerade Security gefragt und sie haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Das heißt, alle Fragen wurden beantwortet. Wir verlassen jetzt den Flughafen und wir werden weiter berichten von Flughafen. Weiter vom Flugzeug. Ja, wahrscheinlich. Genau. Alles. Bis dann. Sag mal tschüss.